Es war so, dass ich nur noch Eier und Fleisch essen konnte. Da musste ich nicht aufs Klo, also da hatte ich keinen Durchfall. Und manchmal auch Joghurt. Und das habe ich jahrelang gemacht. Herzlich willkommen, Jadranka, bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich so auf unser Gespräch und dass du mit uns deine Heilungsgeschichte teilst. Du hattest mir damals nämlich eine E-Mail geschrieben und die hat mich vom Hocker gehauen und ich habe gesagt, ja, Jadranka, bitte, bitte, bitte erzähl diese Geschichte. Sie wird so viele Menschen ermutigen. Das hier ist deine Bühne. Möchtest du kurz etwas noch über dich erzählen? Ja, dann sage ich auch mal Hallo. Mein Name ist Jadranka, wie Priscilla schon erwähnt hat. Ja, und als ich mich heute auf dieses Interview vorbereitet habe, da habe ich mal wieder so an meine ganzen Symptome zurückdenken müssen, die ich damals hatte. Ja, da ist mir ganz anders geworden. Also ich bin froh, dass ich jetzt hier bin und nicht mehr dort. Oh ja. Und bin auch sehr glücklich, dass ich das auch ja, so einigermaßen gut damals überlebt habe. Und inzwischen bin ich 55, freue mich des Lebens. Das ist ja quasi eine Schnapszahl. Ja. Ja, und Also du siehst ja überhaupt nicht aus wie 55. Hast du ach, danke. Ja, also ich bin auch sehr glücklich, dass ich 55 geworden bin. Ja. Sagen wir es mal so. Wow. Bei den ganzen ja, Diagnosen, die ich hatte, und das ist noch gar nicht so lange her. Also meine Erkrankung fing natürlich schon im Kindesalter an. Aber da hat man das nicht so beachtet, ich auch nicht, weil das waren halt so Kleinigkeiten. Und so richtig zusammengebrochen bin ich 2017. Also das ist noch gar nicht so lange her. Jetzt haben wir 21. Also ja, und es ist ein Riesenunterschied. Ja. Ich würde euch gern ein bisschen was über mich erzählen, damit ihr seht, wie sich diese Erkrankung da dann breit gemacht hat. Und dann natürlich, was habe ich dann getan, damit ich jetzt nicht wie 55 aussehe. Erzähl uns Ja, das Geheimnis, Jadranka. Du hast einen Jungbrunnen entdeckt. Du hast ihn ja, irgendwo. ja. Mein Jungbrunnen, den erzähle ich euch gleich. Schön. Also, als ich klein war, hatte ich so ja, die typischen Erkrankungen, die halt so Kinder haben, so Mandelentzündungen, Erkältungen, alles Mögliche mit Fieber. Und ich hatte halt Glück, dass meine Eltern nicht immer gleich zu Antibiotika gegriffen haben. Aber trotzdem habe ich es ziemlich oft bekommen. Im Gegensatz zu anderen Kindern, die nicht dauernd diese Mandelentzündung hatten. Ja, ja. Also bestimmt 1 bis 2-mal im Jahr. Und die Mandel und die Polypen hat man ja dann rausoperiert, so wie es das damals gemacht wurde. Ich glaube, ich war so 3 Jahre alt. Und es ist aber deswegen auch nicht besser geworden. Also ich hatte ja diese ziemlichen Erkältungen, wie man es so nennt, hatte ich immer wieder. Kaum war irgendwas. Heute weiß ich auch, warum das so ist. Ja, damals wusste ich es nicht. Und ich hatte auch gleich 42 Fieber. Also das war schon beängstigend. Ja. Und dann, nach einer Weile hat sich das dann, nach dieser OP, Mandel und Polypen, hat sich das dann nach weiter unten verlagert. So, Dann, so in etwa, die Manteln sind weg, gut, wir suchen uns einen neuen Ort. genau. Und zwar war das dann mein Magen-Darm. Oh, das ist so schmerzhaft auch. Ja, also es war ganz komisch. Damals wusste man, ich meine, ich bin jetzt 55 und damals, das war vor, was weiß ich, 40 Jahren oder 45 Jahren, 45 Jahren. Und da hat man nicht an irgendwelche Unverträglichkeiten oder sonstiges gedacht. Da hat man halt dann geschaut, ja, warum erbricht sie dauernd? Warum hat sie dauernd Durchfall? Was ist da los? Ja, ich hatte wirklich auch so Schwächeanfälle nach diesen Durchfällen und es gab jetzt nichts Besonderes, also wo man gesagt hat, ja genau, das war's, das war der Auslöser oder
diese Bakterien oder sonst irgendwas. Es war auch sonst keiner krank. Ja, es war jetzt nicht eine ansteckende Magen-Darm-Grippe oder sowas, sondern ich bin manchmal in der Früh aufgewacht und zack, ganze Bett war voller Erbrochenem. Also Oh, es war, naja, okay. meine Eltern sind dann natürlich mit mir zum Arzt, aber der hat gesagt, Mei, das wird sich schon rauswachsen. Ja. Ja, es hat sich aber nicht rausgewachsen. Es ging nämlich noch ein Stück runter. Und zwar Ja. hatte ich dann immer Blasenentzündung. Oh, das ist auch so schmerzhaft. Also, das war noch schlimmer als der auch. Und das hatte ich ziemlich lang. Also, Mhm. das hatte ich meine ganze Pubertät über. Und natürlich zusätzlich das mit Magen-Darm. Mhm. Und als ich dann so um die 19, 20 wurde, ja, so 18, 19, 20, da hatte ich, weil ich habe mich dann schon immer beschäftigt, obwohl ich so jung war, mit Magen-Darm, was es sein könnte, ne? Weil die anderen haben gegessen und getrunken und hallo, halli, halla. Und ich war immer da gesessen und habe mir gedacht, wann muss ich das nächste Mal auf Toilette? Gell? Also es war schon, ja. Und dann habe ich ein Buch in die Hände bekommen von der Familie Diamond, Fit for Life. Mhm. Und da ging es dann darum, dass man total gesund wird, wenn man Obst und Gemüse isst bis Mittag. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, oh ja, das mache ich. Super. Ja, von wegen. Als ich Obst und Gemüse gegessen habe, da ging es mir noch viel, viel schlechter. Ich Mhm. hatte noch mehr Durchfälle. Und ich meine, jetzt, auf meinem jetzigen Wissensstand, weiß ich auch, warum das damals so war. Das war eigentlich eine Heilreaktion des Körpers. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, oh Gott, ich kann das einfach nicht essen. Ja, und man kriegt ja auch so Angst, weil gerade bei Ja, Durchfällen, man verliert ja komplett die Kontrolle und also, total. wenn man das nicht möchte und dass das einem Angst macht, das ist ganz natürlich, ja. Und ich war auch nach so einem Durchfallanfall, war ich auch immer total kaputt, erschöpft, fertig. Also ich war richtig, also es war schlimm. Mhm. Ja gut, und dann habe ich mich halt eine Weile nicht nur von Obst und Gemüse ernährt. Ich habe damals dann auch, bin ich Heilpraktiker, also bin in die Heilpraktikerschule in München, in diese 3-Jahres-Schule gegangen, wo man wirklich alles lernt. Ja, weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwie muss ich doch rausfinden, was ich habe. Das gibt es ja nicht. Keiner in meiner Familie hat dieses Problem. Ja, und da gab es dann natürlich auch ganz viele Kollegen und dann hat man den einen ausprobiert und den anderen und weißt du nicht noch da irgendwas, was mir helfen könnte? Wir haben alles ausprobiert, echt alles. Ich war sogar beim Geistheiler, ich habe alles ausprobiert. Aber es wurde immer schlimmer. Mhm. Ich möchte jetzt nicht zu lang erzählen. Auf alle Fälle war es dann am Schluss so, da kamen, nein, es war so, dass ich nur noch Eier und Fleisch essen konnte. Mhm. Da Mhm. musste ich nicht aufs Klo, also da hatte ich keinen Durchfall. Und manchmal auch Joghurt. Mhm. Und das habe ich jahrelang gemacht. Mhm. Also wirklich jahrelang. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, ja, ja, man isst halt mal ein Ei oder man isst halt mal ein Fleisch, aber so ist es nicht, weil man hat ja Hunger, man muss ja existieren, man muss arbeiten, man muss fit sein. Ich hatte ein Kind, ich konnte mich nicht einfach ins Bett legen. Mhm. Ja? Und dann habe ich schon mal so, was weiß ich, 12, 15 Eier am Tag gegessen. Also muss man sich das mal vorstellen. Na, ich könnte mir das jetzt nicht mehr vorstellen. Oder man isst, also es ist ja nicht so, dass du da einen Teller hast und da ein Stück Fleisch und da ein bisschen Gemüse und vielleicht noch ein Knödel oder sonst irgendwas, sondern es ist nur Fleisch da und vielleicht ein Ei oder zwei. Also Mhm. es ist voll eklig. Mhm. Und ich habe immer, ja, ich habe immer wieder versucht, das zu ändern, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ja, man macht das ja auch nicht freiwillig. Nee, Ich hatte so viel Fleisch gegessen und laktosefreie Milch und auch Ei, ja, weil ich dann wenigstens schmerzfrei war. genau, So, und da richtet man sich ja aus. Man merkt ja, ein Apfel, da rastet mein Körper aus. Nee, das kann total. ich nicht.
Und aber die Sachen dann einen auf langfristig dann krank machen, das sagt einem ja auch keiner. Also bleibt. Nee, das war ja das Problem. Ich habe dann einen anderen Job eine Weile gemacht. Ich war so im Außendienst, auch was Medizinisches, also so hygienemäßig. Hat mir voll Spaß gemacht, war aber ein bisschen stressig. Und dann kam eben noch dieser Stress dazu, zu dieser also zu dieser proteinreichen Diät, sage ich jetzt mal. Und ich habe schon gemerkt, mein Blutdruck wird immer höher. Hm. Ich hatte manchmal Attacken, so damals noch, am Anfang hatte ich noch so 180 zu 110. Das ist auch sehr viel, aber das ist gar nichts gegen nachher. Das wurde ja noch viel schlimmer. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich hatte einfach keine Energie mehr. Ich war total schlapp. Aber dann kamen wieder diese Unruheattacken. Wahrscheinlich durch dieses Fleisch, ich weiß es nicht. Ja. Also ich bin quasi von Unruhe- und Panikattacken in die totale Erschöpfung immer wieder, sodass ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Und dann musste ich mich wieder bewegen, damit der Blutdruck wieder runtergeht. Ja. Also es war echt schlimm. Das Adrenalin hat den ganzen Körper total überschwemmt. Mhm. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war inzwischen auch bei einigen Ärzten und wollte eben rausfinden, was ist los. Ich war auch im Krankenhaus. Ich habe verschiedene Tests gemacht. Bei den ganzen Unverträglichkeiten-Tests kam nie was raus. Also ich war quasi weder auf Laktose, noch auf Sorbit, noch auf Histamin oder sonstiges. Ich hatte keine Unverträglichkeit. Mhm. Ich hatte auch keine Allergie auf das. Ich hatte Unmengen andere Allergien. Heuschnupfen, Asthma, Milben, Hausstaubmilben, mir hat wirklich alles Mögliche. Aber nicht auf Nahrungsmittel. Das haben wir alles getestet. Mhm. Und es war echt furchtbar. Und irgendwann, 2017, bin ich dann zusammengebrochen. Mhm. Also ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich bin dann zum Arzt, der hat mich dann krankgeschrieben, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ich war totaler Workaholic. Also ich habe meinen Job total geliebt, Ja. aber es ging gar nichts mehr. Ich hatte nur noch Schmerzen. Bin jeden Abend mit Schmerzen, mit Weinen eingeschlafen. Ich hatte solche Bauchschmerzen. Dann, man hat alles Mögliche diagnostiziert, von Parkinson über Fibromyalgie, also alles Mögliche. Ich hatte so viele Diagnosen. Und am Schluss kam dann auch noch die chronische Pankreatitis dazu mit aktiven Schüben. Also es war schlimm. Und ich war dann im Krankenhaus und eigentlich wollte ich nicht mehr. Also es war mir einfach alles zu viel. Mhm. Und dann hat mir meine Freundin ein Buch geschenkt. Ein blaues Buch. Ich habe mir erst gesagt, schon wieder. Weil man versucht ja wirklich, ich meine, du kennst es sicher, oder? Ja. Alles versucht, was es gibt. Ja, man wird auch eher sauer, wenn gesunde Leute einem Sachen Genau. schicken, wo man so denkt, ja, du hast keine Ahnung. Genau. Weil bei mir war es ja so, dass alle meine Freunde oder fast alle meine Freunde, ein paar hatte ich schon, die das nicht gemacht haben, die haben immer gesagt, du, das ist alles psychisch. Du bildest dir das alles nur ein. Das ist gar nicht so. Ja, du musst deine Gedanken ändern und dann passt es wieder. Ja. Also das war für mich ganz schwer, weil man konnte auch auf kein Geburtstagsfest mehr gehen oder man konnte auf kein Weihnachtsessen oder Weihnachtsfest oder man konnte eigentlich nirgends hingehen, weil man hat sich zwar selber was mitgenommen, was man essen kann, aber dann wirst du ja gefragt, warum isst du das andere nicht? Mhm. Und da musst du ja irgendwas sagen.
Und dann geht's los. Dann weiß der was Besseres und der was Besseres. Und am Schluss bist du völlig deprimiert und total traurig. Und Ja. deswegen wollte ich eigentlich nicht mehr. Ja, es war mir wirklich alles zu viel. Und da kam dann das blaue Buch. Und erst habe ich mir gedacht, naja, lies das halt mal. Und dann habe ich es aufgeschlagen. Es ist übrigens ein Buch von Anthony William. Sein erstes Buch. Mediale Medizin. Genau. Und dann habe ich das gelesen. Und ich wusste, das ist es. Das ist meine Geschichte. Aber dann kam wieder das Aber. Da geht es ja wieder um Obst und Gemüse. Ja. Ich wusste ja die ganzen 30 Jahre über, wusste ich ja, dass ich es irgendwie schaffen muss, Obst und Gemüse essen zu können. Ja, ja. Das wusste ich. Ich wusste nur nicht, wie. Ja. Und kurz bevor ich dieses blaue Buch bekommen habe, habe ich noch das Buch gelesen von Professor Arnold Ehret. Die schleimfreie Heilkost. Ah ja. Ja, und die beiden Bücher zusammen, die haben mir dann die Augen und den Geist geöffnet. Oh, weil ich hatte verstanden, dass dieser Durchfall, diese Blähungen, diese Schmerzen, dass das ganz einfach nur eine Entgiftung ist. Und jetzt konnte ich mich quasi umstellen. Ich hatte ja das Wissen von Heilpraktiker, mich umstellen und schauen, aha, vielleicht gibt es da verschiedene Menschentypen. Ich schaue einfach mal, was für mich okay wäre, mit was ich anfangen kann. Klar war es dann am Anfang voll die Entgiftung und voll das Problem. Aber ich wusste, dass das anders wird. Und es gibt wirklich tolle Methoden. Es gibt dieses Foodmap, diese Zucker, wo man praktisch schauen kann, es gibt Obst und Gemüse, die weniger Zucker haben. Und dann kann man auch noch vom Ayurveda her schauen, welcher Typ man ist. Und dann kann man das verbinden und dann kann man wunderbar anfangen. Und es reicht ja ein Obst und ein Gemüse, mit dem man anfangen kann. Genau. Und das war bei mir die Banane. Ah, so schön. Also, und das darf auch bei jedem anders sein. Bei jemandem ist es die Banane, bei mir waren es die Granatapfelkerne. Siehst du? Ja. So jeder hat sein Obst und sein Gemüse. Viele haben ja gar nichts im Magen-Darm. Die können ja alles Obst und Gemüse essen. Aber bei denen, die im Magen-Darm-Probleme haben, da ist es total wichtig, dass man eben das eine findet und mit dem anfängt. Genau. Und ich sag's dir, das war vor 3 Jahren. Also 2018 habe ich dann Anthony gefunden. Also, oder er mich. Und seitdem geht's aufwärts. Also ich habe fast keine der Diagnosen mehr, die ich hatte. Ich hatte ja auch Schilddrüsenknoten, die sind auch weg. Ich hatte diesen hohen Blutdruck, 220 hatte ich zu 120 und das war mindestens alle 2 Wochen war ich in der Notaufnahme. Also es war echt brutal. Ich habe hier auch noch ein Bild. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So habe ich dann mal ausgesehen. Komplett anders. Also das war ja. Ja, und jetzt so, so hübsch. Voller Freude. Ja, das ist halt auch, gell, mit diesem Fleischkonsum, wie fettig das Blut wird. Und Ja. das für Leber und Herz ist, das ist ja kaum auszuhalten. Aber eben, man hat es ja nicht absichtlich gemacht, man hat es gemacht, Nein. Schmerzen zu verhindern. Genau, und um zu überleben. Ja, und dieses Wissen, das war für mich auch so mindblowing. Nee, es sind nicht die Früchte. Ich hatte ja Sorbitintoleranz und alles Mögliche. Es ist nicht das. Das ist einfach nur ein Symptom. Genau. Nur ein Symptom. Und dein Körper arbeitet. Der macht das gut. Ja. Ich habe dann viel, wenn ich was Neues eingeschlichen habe, mich auf die linke Seite gelegt, also nach dem Essen. Genau. Atem konzentriert und einfach nur ich atme, sodass mein Körper weiß, es ist alles in Ordnung, keine Panikattacke. Ja, dein Bauch tut jetzt mehr weh. Ja,
der Magen ist sich's nicht gewohnt, der hat keine Ahnung mehr davon, wie man das jetzt verdaut, aber er wird es wieder lernen. Ja. Ja, ich hatte, bevor ich das Buch kennengelernt hatte, hatte ich nach dem Essen richtige Herzklopfen, Panikattacken. Also das war so schlimm. Also wenn ich hier so sitze, dann habe ich ja ein Körpergefühl. Ja. Ja, ich fühle meinen Körper. Ich weiß ungefähr, wie er reagiert und so. Und damals konnte ich überhaupt nicht mehr vorhersehen, wie mein Körper reagiert. Ob der jetzt ausflippt, ob der Fieber kriegt, ob der umfällt, ob dem schwindlig wird. Also das war alles zusammen. Ja. Ich hatte 1 bis 2 Mal im Monat, weil ich hatte mit 40, hatte ich nochmals pfeifersche Drüsenfieber. Also richtig da so Bollen drin und fast 42 Fieber. Und ich wusste damals noch nichts vom Epstein-Barr-Virus. Also seitdem hatte ich fast jedes Monat so einen Tag drin, wo volles Fieber kam, ich Halsschmerzen hatte, mir schwindelig war und schlecht. Und ich habe alles versucht, ich konnte nichts machen. Ich hatte zwar immer naturheilkundliche Mittel genommen, ja, bei jeder Erkrankung, und ich konnte mich immer so über Wasser halten. Aber ich wusste immer, da fehlt was. Ich kann nicht ganz gesund werden. Und als ich dann nach Entone mich ernährte und auch nach Professor Arnold Ehret, das war für mich auch ein sehr wichtiges oder sehr wichtige Bücher. Und plötzlich ging es aufwärts. Als erster gingen Gott sei Dank diese Panikattacken und der Blutdruck, das wurde besser. Und dann konnte ich auch wieder mehr essen. Also ich hatte wirklich so 2018, 19 hatte ich 52 Kilo. Das war dann schon wenig für mich. Ich bin 1,70 und ich fühlte mich auch nicht mehr gut. Also es war einfach zu wenig. Aber ich konnte essen, was ich wollte. Ich habe einfach nicht mehr zugenommen. Jetzt weiß ich natürlich auch, warum das so ist. Ja, es kam alles von der Leber. Und du weißt ja auch, du hast sicher auch schon einige Leberreinigungen hinter dir. Und da geht es einem nachher immer ein großes Stück besser. Wow. Ja, und jetzt ist es so, dass ich richtig gewappnet bin für den Rest meines Lebens, weil jetzt wäre ich 100. Ja, jetzt habe ich praktisch das Schlimme überstanden. Ja, jetzt kann mich nichts mehr umhauen. Ja, also wenn man kann sich das nicht vorstellen, weil ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nicht mehr gehen, ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte keine Musik mehr hören. Wenn ich Geräusche gehört habe, die haben mir so wehgetan im ganzen Körper. Die Fibromyalgie war so schlimm, ich konnte mich manchmal nicht mehr bewegen und hatte trotzdem Schmerzen, auch wenn ich mich nicht bewegt habe. Ja. Und jetzt, es ist alles weg. Alles weg. Es ist einfach weg. Ja. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe 5 Monate lang Monodiät gemacht. Wow. Mit Kartoffeln. 5 Monate lang Monodiät. Ja. Ich habe das bisher 3 Tage ausgehalten. Wie hast du das gemacht und welche Komponenten hast du genommen? Weil Anthony William schlägt ja verschiedene Varianten vor. Papaya mit Salat kombiniert und natürlich dem Selleriesaft. Wofür hattest du dich entschieden? Also den Selleriesaft nehme ich ja seit dem blauen Buch damals täglich und den werde ich auch nie mehr auslassen, außer es gibt ihn manchmal nicht. Jetzt zu der Zeit, dann nehme ich Gurken. Ja, genau. Aber ansonsten wird mich der sicher mein Leben begleiten. Also das habe ich immer gemacht, aber nicht nachmittags. Also er empfiehlt ja auch noch bei dieser Monodiät, dass man das nachmittags auch noch macht. Das konnte ich nicht. Also ich habe ausprobiert, erstmal die Papayas, geht nicht. Dann habe ich Kürbis, geht auch nicht. Und dann habe ich die Kartoffel genommen. Das war am Anfang sehr schwierig, weil die habe ich auch nicht vertragen. Aber ich glaube, so nach 10 Tagen, 2 Wochen, wurde es dann langsam ein bisschen besser. Da waren die Schmerzen weniger. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Wie hat sich das, also dieses Nicht-Vertragen, was waren denn da deine Symptome? Also wenn ich Obst und Gemüse früher gegessen habe, dann habe ich entweder, es waren mehrere Möglichkeiten,
Also als Jugendlicher waren nur Blähungen und Durchfall. Und abends, habe ich immer auf der linken Seite Schmerzen bekommen. Mhm. Egal wann ich das gegessen habe. Ob ich das in der Früh gegessen habe oder nachmittags. Das waren immer starke Schmerzen. Mhm. Später dann, also so um das 2017 rum, da habe ich dann eben ganz schlimm Herzklopfen bekommen. Also richtig war das, ist nur noch gerast, ist es. Und Schwindelanfälle, also ich muss mich einfach hinsetzen oder hinlegen, hohen Blutdruck. Also es war ja nicht lustig. Und dann eben bei der Monodiät, da war es dann so, dass ich dieses Herzklopfen und das Ganze, das hatte ich alles schon nicht mehr. Mein System hat sich so schnell beruhigt, weil die Monodiät war nicht das Erste, was ich gemacht habe. Als erster habe ich einfach Karotten gegessen und Nüsse. Das war noch von Professor Arnold Ehret. Mhm. Und das erste Obst war dann von Anthony William, das war die Banane. Mhm. Und das habe ich ja langsam eingeschlichen. Also ich habe ja dann nicht nur einen ganzen Tag Banane gegessen, sondern ich habe dann noch mein Buchweizenknäcke, das ich auch einigermaßen vertragen habe, weil ich wollte keine tierischen Produkte mehr essen. Und das Buchweizen, obwohl das nicht ganz konform ist, aber das war noch das Einzige, was ging. Da habe ich mir gedacht, egal, ich Ja, schaue jetzt, dass ich mit der Banane hinkomme und irgendwann wird es gut. ja. Und ja, war okay, war alles super und dann ging langsam weg. Panikattacken, der hohe Blutdruck, das Herzklopfen. Die Erschöpfung ging dann weg. Mhm. Dann musste ich nicht mehr so viel rumrennen. Ich bin ja rumgerannt wie so ein Verrückter, weil ich mich immer beruhigen musste. Das wurde alles besser. Das Adrenalin ging runter. Ich bin total ruhig geworden. Und jetzt habe ich auch wieder, ich habe jetzt 62 Kilo, zwischen 60 und 62 und da fühle ich mich ganz wohl. Das ist okay. So möchte ich auch bleiben. Es ist nicht mehr zu wenig. Es passt fast schon ein bisschen viel, aber es ist okay. Es passt so. Und ich kann, also heute habe ich sicher 7 oder 8 Äpfel gegessen, 5 Bananen, eine riesige Schüssel Salat. Also es ist unglaublich, unglaublich. Und ich habe nichts, mir geht es total gut. Wow. Ja, und dazwischen trinke ich dann immer ein Smoothie mit frischem Spinat, so Babyspinat und Mhm. Banane oder Orange, wie es mir gerade passt, auf was ich Lust habe. Ich habe mir auch so ein Ding gekauft, das man mitnehmen kann mit Akku. Das Mhm. finde ich ganz toll, weil ich kann die Früchte da rein tun und wenn ich unterwegs bin und dann schütte ich nur Wasser drauf, schalte es ein und dann habe ich immer meinen frischen Smoothie mit allen Vitaminen, mit allem. Also es ist echt genial. Wow, so toll. Ja. Wie sah bei dir die Nahrungsergänzungsmittel aus? Hast du die vertragen? Ach, das war ganz schlimm. Ich habe mit einem Tropfen angefangen. Das erste, was ich angefangen habe, war das B12. Mhm. Einen Tropfen. Mehr habe ich mich nicht getraut. Mehr habe ich auch nicht vertragen. Mhm. Beim Heavy Metal Detox Smoothie, den habe ich erst letztes Jahr angefangen. So lange hat das gedauert, weil ich konnte die Heidelbeeren nicht vertragen. Also ich habe da mit einer Beere angefangen und habe dann gesteigert. Inzwischen nehme ich eine Handvoll. Das heißt, wie lange warst du auf diesem Anthony William Weg, bis du erst die Heidelbeeren vertragen hast? Ich habe 2018 im August angefangen und letztes Jahr im August 2 Jahre. 2 Jahre. Und weißt du, Mhm. das ist so wichtig, dass man solche Geschichten hört, weil das einfach einen langen Atem braucht. Das braucht einen Ja. langen Atem. Das ist nicht einfach getan, ah, Selleriesaft ist ein Wundermittel. Nee. Ich trinke das jetzt mal 2 Wochen. Hä, warum geht es mir nicht besser? So Nachrichten bekomme ich auch. Ich trinke jetzt den Saft schon seit 2 Wochen, bei mir wirkt er nicht. Ja, nach 2 Wochen habe ich auch nichts gemerkt. Also ich musste ja mit dem Selleriesaft, okay, der Selleriesaft war jetzt komischerweise für mich, für meinen Körper nicht so schlimm. Also ich bin ziemlich schnell auf einen halben Liter und ich trinke ja jetzt jeden Tag einen Liter. Also ist kein Problem. Wobei jetzt im Moment sind ja die ganz grünen Blätter. Sommer ist, ja, Ja, im Sommer einsteigen, wir haben. ich denke es mir auch immer. Die haben es schwerer.
Ja, und dann habe ich den Koriander musste ich ganz vorsichtig. Da bin ich noch gar nicht so lange auf der normalen Portion. Und ich glaube auch nicht, dass ich 40 Gramm nehme, höchstens 20 oder so. Also für mich, ich bin zufrieden, mir geht es gut dabei. Ich hatte nämlich bitte? Das darf man ja auch sehen, dass wir alle individuell sind und dass bei dir das einfach schon reicht. Das ist ja trotzdem, die Bücher, die geschrieben wurden, wurden ja für eine Masse von Menschen geschrieben, Genau. nicht für Einzelne. Deswegen darf man da auch beweglich sein da drin. Ja, ich habe auch sehr viele sensible Menschen, denen ich beistehe, bei Anthony William, bei ihrem Weg. Und bei den sensiblen Menschen, die brauchen total wenig. Ja, ich würde einem sensiblen Menschen niemals sagen, dass er mit 500 Milliliter Selleriesaft anfängt. Also und manche, die nehmen das, die haben gar nichts, gell? Denen geht es einfach super. Also man muss wirklich, es gibt ja eben verschiedene Menschentypen und es gibt für jeden genau das Passende. Ja. Und Anthony sagt ja, und da stehe ich voll dahinter, Anthony sagt, jeder kann heilen. Jeder. Muss nur den richtigen Weg finden. Ja. Und in den Büchern steht so viel drin. Der hat uns so viel Wissen gegeben. Ja, es ist wirklich, also ich bin immer wieder fasziniert. Ja, ja. Ja, es ist einfach so offen, sogar die Anweisungen, bei welcher Erkrankung man was nimmt. Also das finde ich echt genial. Ja, das ist genial. Ja, man kann sich das eigentlich aussuchen. Und man kann sich natürlich auch Hilfe holen. Es gibt ja schon ganz viele Berater und Helfer, die das können. Ja, und dann... du arbeitest ja auch als Heilpraktikerin und dieses Wissen, das ist ja so enorm wertvoll, das zu finden. Ja. Also ich bin seit wirklich über 30 Jahren Heilpraktiker, habe das aber ein paar Jahre nicht gemacht, weil ich zu unglücklich war. Ich habe klassische Homöopathie, war mein Hauptthema. Ja. Und es hilft, aber die komplette Heilung hat es nie gebracht. Es ist immer irgendwas geblieben. Es sind zwar die Symptome weggegangen, die der Patient hatte, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Körper, der verschleimt ist und verschlackt ist, der kann nicht ohne Entgiftung heilen. Das geht nicht, egal welches Mittel man ihm gibt oder welche Geistheilung oder sonstiges. Man muss einfach, auf dieser Erde haben wir einen Körper und dieser Körper muss einfach entschlackt werden, entgiftet, damit er wieder atmen kann. Ja, ich hatte so ein Aufatmen im ganzen Körper. Ich hatte früher wirklich, Tinnitus hatte ich, ganz, ganz schlimm. Und zwar hörte ich mein Herz pochen. Was natürlich dann ganz schlimm war, wenn der Blutdruck so hoch war. Ja, wenn der 220 war, dann dum, 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 dum. Also es war echt schlimm. Und das war ungefähr, nach einem Jahr war das weg. Also es ist wirklich genial. Wahnsinn. Ich kann es nur jedem empfehlen, dass er sich damit auseinandersetzt, wenn er krank ist. Ja. Weil es gibt so eine tolle Anleitung. Man weiß sofort, sind das Bakterien, sind das Viren? Was tue ich dagegen? Steht alles drin. Meine Ärzte konnten es gar nicht fassen. Meine Blutwerte, ich hatte, ich glaube, 30 Jahre lang schlechte Leberwerte. Ich habe jetzt super Leberwerte. Wahnsinn, oder? Alles ist gut. Mein Blut ist nicht mehr dick. Was sagen denn deine Ärzte dazu, wenn du sagst, wie du dich geheilt hast? Also ich habe ja seit 23 Jahren einen anthroposophischen Arzt und der hat das auch alles mitgetragen und mitgemacht und sich mit angeschaut und er weiß es natürlich. Also er hat ja die Erfahrung und er ist voll dabei, aber die Endokrinologin zum Beispiel, die kann es nicht fassen, wo der Knoten ist. Ja, also es ist weg. Und ich habe nichts genommen gegen Schilddrüsenknoten oder ich habe auch keine Schilddrüsenmedikamente genommen. Das Einzige, wo es mich erwischt hatte, waren Blutdrucksenker, als es mir ganz schlecht ging. Aber die habe ich dann auch nach ungefähr 1,5 Jahren habe ich die schon halbiert und dann habe ich die langsam
ausfließen lassen. Aber bitte, wenn das jemand hört, nicht einfach so machen. Ja, ich habe die Ausbildung. Wenn jemand die nicht hat, bitte vorsichtig, nicht einfach irgendwas aufhören. Das kann gefährlich sein. Aber es ist einfach so, alle Werte sind top. Top, top. Also ich wäre 100. Wow. Mein Sohn muss mich jetzt noch eine Weile ertragen, weil ich 100 werde. Wir haben letztens so gelacht, ja. Nee, er ist auch total froh und meine Familie ist froh. Und ich bin auch wieder einfach besser drauf. Ja, man ist so. Kann wieder, Ja. kann wieder Sachen unternehmen. Es ist einfach gut. Und ich kann auch wieder arbeiten. Es macht Spaß. Ja, ich stehe nicht in der Früh auf, ich wache nicht in der Früh auf und denke mir, kann ich heute überhaupt aufstehen? Sondern ja, super, morgen ist Montag, ich kann wieder arbeiten. Ja, es ist echt gut. Es ist ein Riesenunterschied. So schön. Wahnsinnsgeschichte, wahnsinnige Diagnosen, die du erhalten hast und Schmerzen, die du durchgemacht hast. Ja. Das von so klein auf und einfach beeindruckend auch, wie du einfach dran geblieben bist und die Hoffnung nicht aufgegeben hast, auch wenn sie zwischendurch vielleicht nicht mehr so präsent war. Der Glaube an die Heilung, aber du hast es einfach geschafft. Was würdest du jemandem sagen, der jetzt sagt, ich bin mittendrin und ich habe keine Hoffnung? Das ist für mich, ich liebe es, diese Geschichten anzuhören, diese Heilungsgeschichten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei mir passieren kann. Kannst du da etwas dieser Person sagen, etwas Ermutigendes? Ja, es ist manchmal wirklich schwer. An manchen Abenden habe ich geweint und war verzweifelt. Ich habe mir dann ganz oft von der Annika von Frei hoch 3 die Übersetzungen von Anthony angesehen, weil ich selber schlecht Englisch kann. Und in solchen verzweifelten Nächten habe ich mir das angehört, einfach, dass ich hören kann, was Anthony sagt. Dass ich wieder Mut finde, weil es ist wirklich so, ich habe jetzt schon ganz viele Menschen begleiten dürfen. Bitte bleibt dran, weil jeder kann und darf heilen. Aber nicht nach einem Monat. Vielleicht auch nicht nach einem Jahr. Manche brauchen vielleicht länger. Und drum, bitte haltet durch. Und einfach schauen, was euch nach oben bringt. Lest die Bücher. Schaut euch die ganzen Videos von euch zum Beispiel. Schaut euch das an und haltet durch. Weil wenn ihr aufgebt, habt ihr verloren. Durchhalten. Schaut mich an. Ich bin so richtig gut drauf. Also ich schicke euch ein ganzes Paket Kraft und Energie, dass ihr durchhalten könnt. Ja. Und ja, das ist das einzig Wichtige. Lasst euch von niemandem, von keinem Arzt oder von keiner Familien oder Bekannten oder sonstigen das Leben vermiesen. Lasst euch nichts Negatives sagen. Bleibt einfach dran und ihr wisst, dass ihr heilen könnt. Ja. Dann schafft ihr es. Ja. Bestimmt. Vielen Dank. Ja, das ist so wichtig, Jadranka, was du sagst, auch diese positive Ausrichtung, dass man sich wirklich danach ausrichtet. Ja. Alles möglich ist. Ja. Es ist wirklich so. Es ist halt nur so, dass wir hier auf der Erde haben wir einen Körper. Und der Körper ist halt ein bisschen schwerer und träger wie die Gedanken. Und deswegen dauert es manchmal einfach länger, bis der Körper nachkommt. Genau. Nehmt ihn einfach mit. Ja, im Mitgefühl. Das war das Erste, was ich von Anthony William gelernt habe, war eigentlich jetzt nicht die Ernährungslehre, sondern es war die Lehre des Mitgefühls, zu sagen, hey, dein Körper ist wertvoll und er hat nichts gegen dich, er hat sich nicht gegen dich gewendet, er kämpft gerade für dich und sei du jetzt im Mitgefühl und hege und pflege ihn. Und ja, in diesem liebevollen Umgang steckt einfach so viel Kraft, so viel Kraft. Ja, ich hatte auch immer schlechtes Gewissen. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen,
weil ich immer das Gefühl hatte, durch mich können andere Menschen auch nicht das machen, was sie gerne machen wollen, weil sie immer Rücksicht auf mich nehmen müssen. Ich hatte so großes Schuldgefühl. Und das stimmt, wo ich dann das vom Anthony gelesen habe, dann habe ich erstmal angefangen, meinen Körper anders zu sehen und mich zu lieben. Ja. Das war gar nicht so einfach. Das ist nicht einfach, gerade wenn man aus so viel Enttäuschung herauskommt, weil gefühlt enttäuscht einem der Körper immer und immer und immer. Genau. Aber dann zu erkennen, nein, er hat mich nicht enttäuscht, er hat für mich alles gegeben, er hat für mich gekämpft. Und jetzt gebe ich für ihn alles und gehe geduldig mit ihm, Schritt für Schritt. Und wenn es heißt, eine Banane oder bei dir sogar 5 Monate Kartoffel-Mono-Diät, wow, mein Respekt. Ja, mit ein bisschen Salat, also ein paar Blätter Salat waren immer dabei. Wow. Na, das war für mich nicht schlimm, weil ich hatte ja schon jahrelang ohne Gefühl gegessen. Also ich habe mich ja immer ausgeschaltet, weil du kennst das sicher auch, wenn man so ein Reizdarmsyndrom hat, man schaltet das einfach weg. Man isst, weil man essen muss, damit man funktionieren kann. Ja, ich habe meinem Mann immer gesagt, ich wünschte, man müsste nicht essen, dann wären meine Probleme weg. Genau, das war auch mein Ding. Ich habe mir sogar mal in jüngeren Jahren so ein Buch gekauft, da hieß es, man kann tatsächlich von der Sonne leben, aber es hat dann nicht funktioniert. Ja. Ja, man versucht echt alles. Und ja. Also es war eine schwierige Zeit, aber es war auch eine gute Zeit. Ich habe sehr viel über mich gelernt und insgesamt einfach, ich sehe das Leben und die Menschen einfach anders. Ja. Ich genieße jeden Apfel. Boah, wenn ich in einen Apfel reinbeiße, das können sich andere Menschen, die das normal essen können, die können sich das gar nicht vorstellen. Ja, behalte dir das unbedingt. Das ist so schön. Oder Banane, so richtig genießen und auch zu wissen, dass jetzt nichts passiert. Nix. Ja. Vorher habe ich einen halben Apfel gegessen und dann war ich da gesessen, oh Gott, ja, was passiert jetzt? Mit was muss ich jetzt rechnen? Muss ich wieder gleich ins Krankenhaus? Ich hatte immer mein Paket geschnürt, dass ich ins Krankenhaus fahren kann. Immer. Und das war so deprimierend. Oh ja. Weil man muss essen. Genau. Das kennst du sicher auch, oder? Ja. Naja. Aber jetzt haben wir es geschafft, uns geht's gut. Und also an alle euch da draußen, wo ihr krank seid, ihr könnt es schaffen, wirklich. Ihr könnt auch heilen. Es gibt Heilung für alle. Es dauert heute ein bisschen bei manchen, aber das macht ja nichts. Vielleicht ist das auch wichtig. Ja. Vielen Dank, Jadranka. Danke, dass du uns lassen hast an deiner Geschichte, an diesen Diagnosen und auch an diesem langen Weg, dass du ein Jahr hattest, für Monate und Jahre wirklich dran zu bleiben und nicht nach 2 Wochen aufzugeben. Und ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir das auch immer wieder erzählen. Das ist einfach ein längerer Prozess. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Danke. Macht es gut. Tschüss. Danke. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und gelauscht habt. Und ich fand es jetzt so spannend, Jadrankas Geschichte zu lauschen. Und ja, ich wünsche mir, wenn du jetzt zuhörst und sagst, oh, ich habe aber keinen langen Atem, ich kann das nicht, dann strecke dich wirklich nach dieser Hoffnung aus, die Jadranka auch erwähnt hat, einfach zu sagen, ich richte mich nach dem Guten aus und es kommt gut und ich werde heilen dürfen. Heilung steht mir zu. Ich freue mich, wenn du kommentierst und vielleicht uns teilhaben lässt, was dir Hoffnung gibt, gerade in dunklen Momenten, sodass andere Menschen, die jetzt gerade mega frustriert sind, dass sie das lesen können und einfach für sich etwas mitnehmen dürfen. Dann alles Gute euch und bis zum nächsten Video. Ciao!